Ich habe die Freude, Ihnen zusammen mit dem Claudio einen Ausblick auf unsere Roadmap und unsere aktuellen Entwicklungspläne zu geben. Wir arbeiten zurzeit an mehreren großen Themen, die möchte ich einmal kurz durchgehen. Das erste ist das AI Know-how Management. Da muss ich jetzt nicht allzu viel zu noch sagen, das wurde schon in einem Vortrag behandelt. Das nächste, an dem wir arbeiten, ist die Belegerkennung für Kreditoren. Wir haben ja schon die Belegerkennung für Spesen. Für Kreditoren streben wir eine kombinierte Lösung an, die einerseits vergleichbar zu den Spesen die Kreditorbelege mit Hilfe von AI-Funktionen auswertet und die Daten bereitstellt, aber andererseits auch Daten aus E-Rechnungen, wenn denn eine E-Rechnung hinterlegt ist, bereitstellt und das quasi zusammenführt. Ziel ist es, die Erfassung von Kreditorbelegen für unsere Anwender zu erleichtern und zu beschleunigen. Dann haben wir da recht nah verwandt mit die rechtssichere Versiegelung von Dokumenten. Was ist darunter zu verstehen? Das wird eine Funktion in Vertex sein, mit der Sie Dokumente mit einem E-Seal, mit einem Siegel versehen können, mit dem Sie nachweisen können, dass dieses Dokument, seitdem es versiegelt wurde, nicht mehr verändert wurde. Sie können damit also beispielsweise die eben genannten Kreditorbelege rechtssicher ablegen, sodass Sie sagen können, ab Erhalt, Abspeicherung in Vertex wurde dieses Dokument nicht mehr angefasst, nicht mehr verändert. Das ist der eine Anwendungsfall. Sie können aber beispielsweise auch Ihre Ausgangsrechnungen versiegeln und somit Ihrem Kunden gegenüber nachweisen, dass das Dokument auf dem Weg quasi nicht verändert wurde. Dann haben wir die Custom Web Services und Python 3 Unterstützung. Die Custom Web Services werden eine neue Art von API sein, die direkt in Vertex mit Python umgesetzt Zugriff auf quasi unseren ganzen Python-Werkzeuggürtel hat. Die Anwendungsfälle hier reichen von, ja, man kann da sehr kreativ werden, Automatisierung, Verarbeitung von Webhooks, generische REST-APIs. Eine generische REST-API werden wir aller Voraussicht nach auch als Zusatzfunktion bereitstellen und noch vieles mehr. Außerdem nutzen wir dieses Feature auch als Aufhänger, um die Python 3 Unterstützung in Vertex umzusetzen. Diese Custom Web Services werden nur mit Python 3 lauffähig sein. Und für alle anderen Funktionen, wo Python zur Verfügung steht, können Sie wählen zwischen Python 2 und Python 3. Ja, und dann haben wir zuletzt noch das, was wir letztes Jahr an dieser Stelle schon ein bisschen angeteasert haben, unser Vertex 7.0 Projekt. Was verstehen wir darunter? Das beinhaltet die Entwicklung einer neuen Generation von Clients, die es uns ermöglichen sollen, Vertex in einem modernen, zeitgemäßen Gewand bereitzustellen. Und zwei der Konzepte, die zu diesem Vertex 7.0 Projekt gehören, möchte ich Ihnen jetzt etwas genauer vorstellen. Das erste sind die sogenannten Dashboards. Sie werden die Möglichkeit haben, konfigurativ Dashboards für Datensatztypen, hier in dem Fall für ein Projekt zu erstellen. Auf diesen Dashboards können Sie diese Kacheln relativ frei definieren. Hier in dem Beispiel haben wir Daten aus dem BI beispielsweise. Wir haben aber auch einen Aktivitätenfeed, wie der eine oder andere ihn vielleicht aus der Outlook-App kennt, oder eine Liste von verknüpften Datensätzen. Diese Dashboards werden sich dynamisch an die Größe des zur Verfügung stehenden Screens anpassen und diese einzelnen Kacheln können dann beispielsweise auch, wie man hier sieht, eine höhere oder breitere, quasi mehr Platz in der Höhe oder der Breite einnehmen. Das zweite sind die sogenannten Tab-Inseln. Das ist hier leider ein bisschen abgeschnitten, aber das macht nichts. Sie sehen das hier gleich. Die Tab-Inseln sollen, unser Ziel ist, dass das Tab-Handling und einfacher und klarer wird. Der Gedanke ist, dass wenn Sie ein Objekt aus der Hauptansicht öffnen, hier im Beispiel eine Adresse, diese Adresse, dieses Objekt eine Insel bildet und wenn ich jetzt, wie hier im Beispiel, ein Projekt oder einen weiteren Datensatz aus der Adresse öffne, dann wird es hier oben quasi zu dieser Insel hinzugefügt. Es wird jetzt noch ein zweites Objekt, in dem Fall eine Rechnung, hinzugefügt und erscheint dann quasi in der gleichen Insel. So sind quasi die untergeordneten, die zugehörigen Objekte immer in der gleichen Gruppe strukturiert
und sorgen so für mehr Übersichtlichkeit. Und die Basis dieser Insel bildet quasi immer das Einstiegsobjekt, in dem Fall unsere Adresse Comtelsat. So, und wie sich das zeitlich einordnet, das stellt Ihnen jetzt Claudio vor. So, danke. Ja, Sie haben nun schon einiges gehört über die großen Themen. Ich werde mich ein wenig wiederholen, denn ich habe jetzt die Aufgabe, das in eine Zeitachse zu bringen, in der Roadmap. Und etwas, was ich Ihnen mitgeben möchte, oder, ist, dass viele dieser Themen auch schon vor Vertex 7 zur Verfügung stehen werden in einem 6.8er Minor Release. Und das verzögert aber dann natürlich diesen 7.0er Release. Oder? Also wir schauen jetzt dieses Vertex 7.0 an und dann noch einen Major Release weiter. Sie werden gleich sehen, warum. Sie haben gehört von den neuen Apps, oder? Sie haben das UI gesehen, zum Beispiel, dass die Suche dann nicht mehr da links ist, sondern ein Overlay. Sie haben gesehen die Widgets und Dashboards, die man konfigurieren kann. Wir werden auch bei den Listenfunktionen das eine oder andere hinzugeben. Und das kommt dann genau auf 7.0 natürlich. Wir rechnen irgendwie mit einem Jahr, 1,5 von hier aus. Was wesentlich ist und ich Ihnen hier mitgeben möchte, wir haben das auch schon kommuniziert, aber man kann es nie genug sagen. Nach 7.0 läuten wir dann das Ende ein dieser 6er-Apps, oder die Sie jetzt kennen, Cloud-App und Web-App und halt auch die Desktop-App. Das heißt, mit 7.0 ist dann fertig mit Fat-Client, oder, bei Ihnen im Land. Das heißt, es ist eine gute Zeit. Sie können die Zeit gut nutzen. Sagen wir, das dauert noch 2 Jahre, um weiter an dem Vergessenwerden der Desktop-App zu arbeiten. Oder? Wir unterstützen Sie sehr gerne dabei. Es gibt eigentlich gibt es fast keine Gründe mehr, die Desktop-App noch zu nutzen. Es gibt aber viele Gründe, sie nicht zu nutzen, unter anderem Sicherheit und Performance. Und wenn Sie Zweifel haben, wir können auch gerne uns im Forum darüber austauschen. Beim Thema Dokumente DMS, diejenigen, die das enger verfolgen, wissen das. Wir sind laufend dran, die Volltextsuche zu verbessern, zu ergänzen. Sie haben zum Beispiel diesen coolen Klassenfilter gesehen, dass man sagen kann, ich will nur Projekte suchen. Das haben wir so etwa vor 1,5 Monaten eingeführt oder 1 Monat. Und dazu gehört auch, das haben Sie auch in der Präsentation gesehen, ich möchte es gerne wiederholen, auch Excel und PowerPoint sind nun durchsuchbar. Und was in Kürze folgen wird, sind Texte auch in Bildern. Damit meinen wir zum Beispiel fotografierte Spesenbelege, aber auch gescannte PDFs. Also gescannte PDFs werden jetzt nicht durchsucht, weil das sind Bilder eigentlich, oder? Die Texte sind nicht bekannt der Volltextsuche. Das wird sich mit dem ändern. Das wird auch in Kürze kommen. Ich rechne mit 1-2 Monaten. Was Sie auch schon gehört haben, ist diese Versiegelung von Dokumenten. Das Ziel hat Ihnen Tobi sehr schön erklärt. Das erwarten wir auch in den nächsten wenigen Monaten. Oder? Das ist ein Feature, das für alle, die das Fremdkostenmodul lizenziert haben, zur Verfügung stehen wird. Es ist ein Cloud-Service von uns. Aber da gehen keine Daten hin, sondern nur ein Hash von diesem PDF und zurück kommt der Siegel und das wird dann als Vertec AG versiegelt dargestellt. Zum Beispiel der Acrobat Reader kann das dann sehr schön darstellen. Es gibt auch Online-Validatoren, die dann diese Unveränderbarkeit bestätigen. Oder? Insbesondere gegenüber Steuerbehörden ist das unserer Meinung nach eigentlich fast das Einzige, was funktioniert. Auch in einem DMS, oder? Das sind zwar Daten theoretisch nicht veränderbar, aber praktisch eben doch schon, weil es gibt immer einen Datenbankadministrator. Und das ist ein sehr gutes, rechtssicheres Mittel. Dann, Sie sehen, oder, da gibt es viel Bewegung. Wir können uns auch vorstellen, nach 7.0 noch weitere DMS-Features hinzuzugeben. Auch im Zusammenhang mit dem AI Know-how-Management-System werden natürlich die ganzen unstrukturierten Daten in Vertec nochmals eine größere Bedeutung
erhalten. Also wir können uns gut vorstellen, dass da die Reise noch weitergeht. Zum Thema Einkauf und Fremdkosten, das hat der Tobi auch schon gesagt, es kommt die Belegerkennung und E-Rechnung für Fremdrechnungen, für Eingangsrechnungen und zusammen mit der Versiegelung eben diese rechtssichere Ablage von Fremdrechnungen, auch Spesen oder in Vertec. Dann ein immer wichtiges Thema für uns ist die Cloud-Fähigkeit, also Schnittstellen zum Beispiel oder Möglichkeiten, die nicht auf der Desktop-Integration beruhen, sondern eben in einer Cloud-Umgebung, auch wenn sie on-prem ist, nutzbar sind. Und da gehört das dazu, was der Tobi erzählt hat mit diesen Custom Web Services. Ich möchte das noch etwas ausführen. Erstens, warum wird es 2 Python-Umgebungen geben? Der Grund ist banal, oder? Ein Python 2-Skript läuft in aller Regel nicht unter Python 3. Wenn wir jetzt also den Switch machen würden und einfach sagen, es gibt nur noch Python 3, dann würde eigentlich nichts mehr laufen bei Ihnen. Das ist natürlich nicht akzeptabel für uns, auch für Sie nicht. Darum wird es einen parallelen Betrieb geben. Oder? Für die Web-Services, da gibt es ja keinen bestehenden Code, wird Python 3 Pflicht. Für alle anderen, die bestehenden Scripts und Zusatzfunktionen und Customizings, die Sie haben, die laufen nach wie vor in der alten Umgebung und laufen unverändert mit der gleichen Umgebung weiter. Zu den Custom Web Services noch möchte ich einige Beispiele geben. Auch die Squero-Anbindung ist über diese Web Services gemacht. Das heißt, Squero holt sich die Daten von Vertec über einen solchen Web Service. Wir werden ein REST API, ein generisches publizieren. Aber wir werden auch Anbindungen an Zeiterfassungssysteme so publizieren. Wir haben Memtime und Timelar im Hinterkopf, wo wir die Anbindung eigentlich auch schon gemacht haben. Das eine ist so ein Würfel, den man legen kann und dann sagt man, ich arbeite jetzt für das Projekt so und dann kann man es umsetzen. Das Memtime, das hat den Anspruch, dass es die Zeiterfassung während dem Tag automatisch macht, weil es meine Arbeit überwacht. Das werden also 2 Zusatzfunktionen sein, die wir dann publizieren, die Sie einsetzen können oder auch nicht. Dann auf 7.0 oder nach 7.0, auch vor dem Ende der Desktop-App, werden wir uns um die Telefonie-Integration kümmern wollen und müssen. Und das läuft vermutlich auf eine Teams-Integration hinaus. Wir können uns zum Beispiel vorstellen, wie bei der Outlook-App, dass es dann eine Teams-App gibt, die auch vielleicht einen Aktivitäten-Feed anzeigt. Aber das ist alles noch sehr in den Sternen. Zum Thema AI haben wir vorher schon die Frage beantwortet wegen diesem MCP-Server. Wir sind da in einem sehr frühen Stage in der Entwicklung. Diese Model Protocol Server, die nehmen Fragen an von AI-Systemen und können dann Abfragen stellen, zum Beispiel an einen Web-Service von uns, halten Antworten zurück, der strukturierten Daten und wandeln die dann um in eine Antwort. Oder? Jetzt, wir planen, dass dieser MCP-Server auch für alle Vertec-Kunden zur Verfügung steht, auch diejenigen, die dieses AI Know-how-Management-Modul nicht lizenzieren. Dann ist aber auch Vertec selber dann nicht der AI-Client für das natürlich. Oder? Das heißt, Sie müssten dann einen eigenen AI-Client bemühen. Wir können uns das Model-Context-Protokoll, das bietet so etwas Fantasie an, oder? Nämlich diese Systeme können auch Daten ändern, vermutlich in Vertec nicht sehr komplexe, oder? Wie zum Beispiel, wir haben das vorgehört, die ganze Freigabe mit Rückantwort und noch E-Mail-Versand. Vermutlich nicht, aber vermutlich, vielleicht gibt es ja dann eine Möglichkeit, auch Leistungen zu erfassen oder über das MCP. Zum Beispiel, das könnte dann eine Sprachsteuerung sein, wo man sagt, Vertec, erfass mir bitte eine Leistung auf das Trasta-Projekt von 1 Stunde. Wenn man dann einen AI-Client hat, zum Beispiel auf dem Handy oder eben über den Vertec AI-Chat. Soweit zur Roadmap. Danke.
Gibt es also zwei Fragen vielleicht, gibt es eine langfristige Planung, Python 2 loszuwerden? Also wahrscheinlich schon, gehe ich davon aus, aber also der Punkt mit der Rückwärtskompatibilität ist klar. Es ist dramatisch natürlich, oder? Ja. Also wenn Sie eine Lösung haben, dann... Okay, dann Frage 2. Aber was sicher ist, oder, wir selber werden keinen Python 2-Code dann mehr publizieren, oder? Okay. Also ist Das heißt, Pflicht ab dem das Problem Go-Live wird nicht größer, aber es wird einfach so auch nicht weniger, oder? Aber natürlich könnten Sie den Weg gehen, oder? Ihre Installation auf Python 3 zu beschränken. zu beschränken, aber auch zu migrieren, oder? Also Ja, eben, läuft dann auch nichts mehr. Genau. Also von uns wird da, Sie kennen unsere Taktik auch zum Beispiel mit den Legacy Office Reports, oder? Ohne Not ziehen wir nicht den Stecker von etwas Lauffähigem, von dem wir wissen, dass viele von Ihnen das produktiv nutzen, oder? Also vielleicht reden wir dann in 10 Jahren über das, oder in 5, oder? Und bezüglich MCP-Server, vielleicht ein bisschen früh, aber nur gehostet bei Ihnen oder kann der auch selbst betrieben werden? Ja, das wäre unser Wunsch. Aber das muss ich noch weisen. Also, da ist noch sehr viel in den Sternen. Wir sind in frühen Prototype-Phase und das ist, Vertec ist sehr geeignet für das, durch das wir das Datenmodell haben, wo es auch Texte gibt, welche das LLM gut interpretieren kann. Sie kennen es vielleicht, die Descriptions, oder wenn Sie eine O-Cell-Expression machen, dann gibt es für viele Felder und Associations gibt eine Description, oder? Und das ist super LLM-tauglich. Aber wie das genau, oder ich meine, im Prototyp kümmert man sich mal nicht um die Verteilung. Aber es wäre unser Wunsch, ja, dass das nahe bei der sonstigen Vertec-Installation wäre. Aber dann gibt es das ganze Problem mit der Authentisierung und so weiter. Oder? Weitere Fragen? Ich habe noch eine Frage. Wenn man die ganzen Rapporte und Berichte noch überhaupt nicht in Python hat, sondern Visual Basic, muss das geändert werden zu einer gewissen Zeit, oder? Das war die Antwort, oder, die ich gesagt habe. Also, wir wünschten uns, das gäbe es nicht mehr, aber die Realität ist eine andere, oder? Das heißt, nein, es gibt keine Pläne, die abzustellen, aber die werden nicht mehr weiterentwickelt. Also da gibt es ja auch zwei verschiedene Möglichkeiten, oder? Es gibt die eine Möglichkeit, dass wirklich Office generiert ist und das ist ja auch unperformant und das wollen wir schon lange nicht mehr, aber die können auch Vertec generiert sein, oder? Dann können sie auch als PDF zum Beispiel direkt gemacht werden, oder? Aber bei beiden gibt es eigentlich keinen aktiven, also wir werden das nicht auf absehbare Zeit abstellen, nein. Können.